erstmal komme ich aus einer Familie, die wirklich nur aus Lehrern besteht quasi. Das ist aber nicht der springende Punkt, sondern ich habe nach dem Abitur nicht groß gewusst, was ich machen soll. Habe dann ein FSJ an einer Gehörlosenschule gemacht, im Bereich mit eben Kindern, die eben Mehrfachbehinderungen haben. Das war sehr variantenreich, sehr viele verschiedene Kinder mit sehr verschiedenen auch Bedürfnissen und Stärken. Und da habe ich gemerkt, dass mir das liegt, das zu erklären, dass ich auch in dem Bereich eine Geduld habe, die ich sonst nicht immer aufbringe, ehrlich gesagt. Ich komme eigentlich aus dem Westerwald in Rheinland-Pfalz. Ich habe mich in Erfurt beworben, weil ich von einer Freundin eigentlich Gutes über die Stadt gehört habe. Es war eine gute Entscheidung. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Und mir wurde erzählt, das Stadtbild wäre schön, die Uni wäre sehr familiär und das kann ich nur bestätigen. Der Campus ist tatsächlich sehr schön und der direkte Bezug zu den Dozenten ist wirklich etwas, ich habe nicht den Vergleich, aber ich glaube, das ist durchaus einzigartig. Also an der Uni Erfurt gibt es 3 Förderschwerpunkte, da legt man sich dann auf 2 fest. Manche machen auch 3, das ist durchaus möglich, aber etwas aufwendiger. Ich habe mich für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und Förderschwerpunkt Lernen entschieden. Und aktuell, da ich auch das Nebenfach Anglistik habe, könnte ich mir durchaus vorstellen, zum Beispiel an einer Schule zu landen, die erstmal auf den ersten Blick normal ist, aber sozusagen einen inklusiven Auftrag oder Hintergrund hat. Und in dieser Schule würde ich dann sozusagen mich um die Kinder kümmern, die eben förderpädagogischen Förderbedarf haben, aber gleichzeitig könnte es auch durchaus sein, dass ich dann Englischstunden ganz normal halte. Ich denke, dass Geduld und Empathie etwas sind, was sehr wichtig ist. Man sollte sich in Menschen hineinversetzen können, da wir es ja mit Menschen zu tun haben. Für mich sind Situationen alltäglich. Für andere Menschen sind eben aufgrund von gewissen Einschränkungen einfach Probleme vorhanden, die sich andere gar nicht vorstellen können. Und diese Fähigkeit, sich da hineinzuversetzen und dann auch die Möglichkeit, sozusagen das passend zu machen, sodass diese Einschränkung quasi dann verschwindet, das ist etwas, was einen Förderpädagogen ausmacht. Viele Menschen sehen halt immer die Defizite, aber als Förderpädagoge ist das Credo eher, dass man sich auf die individuellen Stärken einer Person konzentriert und dann mit diesen Stärken zu interagieren, statt immer nur die negativen Defizite zu betrachten. Ja, also erstmal ist Erfurt nicht so groß, wie sich das bei einer Landeshauptstadt anhört. Es ist immer noch eine richtig große Stadt, die genau die Möglichkeiten bietet, die man von einer Großstadt erwartet. Aber es ist nicht so weitläufig, wie man das vielleicht denkt, wenn man Landeshauptstadt hört. Und das merkt man meiner Meinung nach eben auch auf dem Campus. Man ist dort unterwegs und man merkt einfach, dass die Distanzen auch zu anderen Studiengängen, in meinen Augen sind die nicht so groß. Man kann sich als Student über die Uni sehr gut einbringen innerhalb der Stadt. Man kann Feiern organisieren vielleicht. Man kann sich auch sozusagen in anderen Projekten engagieren und die werden eben von der Uni angetrieben. Und da werden Möglichkeiten eröffnet, wie man sich sozusagen in der Stadt engagiert über die Uni. Ich finde die Hochschulliga Erfurt ganz toll. Das ist eine Fußballliga für Amateure. Manche sind auch etwas besser, wo man sich als studentisches Team von der Hochschule oder der Universität Erfurt anmelden kann und wo man dann in einem Ligamodus sozusagen den Hochschulligameister ausspielt. Das ist immer eine sehr fröhliche Veranstaltung, eine sehr offene Veranstaltung, wo eigentlich jeder mitspielen kann und das macht großen Spaß. Das kann ich nur empfehlen und da bringe ich mich auch selber gerne ein. Ja, die meisten Leute leben in WGs oder in Einzimmerwohnungen. Ich persönlich lebe in einer Dreier-WG, habe da eine gute Zeit mit meinen Mitbewohnern, da hat jeder ein offenes Ohr für den anderen. Und ich habe einen Tag gebraucht, um eine Wohnung zu finden. In meinen Augen ist sie bezahlbar, ich denke in den Augen der meisten anderen Leute auch. Und es war so gesehen nicht so schwierig. Es gibt halt Stoßzeiten, da ist es dann schwierig. Aber wenn man da nicht aufgibt und dranbleibt und sich etwas früher darum kümmert als vielleicht eine Woche vor dem Studium, wird man was finden.